Ja, dritte Etappe. Wir gehen heute vom Gaistal nach Bernbach. Bist du bereit? Ich bin bereit. Aber es wird ein wilder Aufstieg über den Kohlschwarz oder wie der heißt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, aber wir sind schon wilder aufgestiegen. Wir schaffen das. Okay, dann los geht's. Ja, hallo, grüß euch. Wir sind wieder unterwegs. Dritte Etappe unseres weststeirischen Jakobswegs, den wir ja im Winter und im Frühling gehen wollen. Wir starten in Gaistal, also fahren jetzt ins Gaistal. Ja, und wie weit wir heute kommen, das wissen wir noch nicht. Wir haben uns auch noch nicht ein Ziel festgelegt, wie weit es gehen soll, weil wir es auch davon abhängig machen, wie wir verfasst sind, in welcher körperlichen Kondition wir sind, wie der Weg sein wird und auch wie das Wetter wird. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Viel Vergnügen. Wie lang werden wir gehen, schätzt du heute? Ich glaube so 4 bis 5 Stunden. Na bumm. Aber es hängt davon ab, wie viel wir filmen und wie viel wir stehen bleiben. Also wird's länger. Wahrscheinlich. Aber es ist ein schöner Tag. Stimmt's? Und es schneit noch nicht. Ja, auch wenn es einladend wirkt, werden wir diesen Weg nicht gehen. Also heute haben wir wieder einen Tag erwischt, vom Wetter her großartig, wunderbar. Das ist halt auch besonders schön, finde ich, an Winterwanderungen. Der Schnee, ich mag das. Sonne, Schnee, das ist einfach eine tolle Mischung. Ja, wir sind jetzt schon eine Zeit unterwegs, haben keine einzige Markierung, Jakobsweg-Markierung gefunden. Jetzt sind wir auf eine gestoßen, beziehungsweise auf das, was davon überblieben ist.
fast nicht mehr erkennbare, völlig zerbrochene Tafel. Ja, liebe Freunde, strengt euch ein bisschen an. Ja? Nehmt euch ein Beispiel an Portugal und Spanien. Aber das ist schon ein bisschen mager, was ihr da bietet. Ernsthaft. Ja, von allen Etappen, die wir bisher gegangen sind, war das bisher die steilste. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als 6 Kilometer bergauf gemacht. Jetzt geht es wieder runter. Und dann gibt es noch einen Abschnitt, der noch einmal bergauf geht, aber nicht mehr so steil sein soll. Ich bin neugierig. Ja, bisher ganz schön. Viel Wald, klare, weite Sicht, viel Sonne und immerhin noch ein bisschen Schnee. Ja, wir gehen jetzt hier auf einer Privatstraße. Keine Ahnung, ob wir hier überhaupt gehen dürfen, weil die es nicht zustande bringen, auf dieser Strecke ordentliche Markierungen zu setzen. Ja, keine Ahnung. Wir hoffen, wir kommen dennoch irgendwie an unser Ziel. Markiert ist nichts, aber die Aussicht ist phänomenal. Also ich finde, das ist jetzt auf der Etappe der bisher schönste Abschnitt. Der gefällt mir wirklich gut, weil es eben durch den Wald gehst, weil alles mit Schnee bedeckt ist. Ja, herrlich. Also der Weg ist wirklich sehr, sehr rutschig. Hätte es mit zweimal schon wieder fast hingelegt. Gerade noch geschafft. Aber man muss aufpassen. Darf man nicht unterschätzen. Also ich bin wirklich gespannt, auf wie viele Kilometer wir heute kommen werden. Ich kann das wirklich nicht einschätzen. Aber jetzt glaube ich, geht es dann nur mehr bergab. Ja, und dann schauen wir, wie lange wir tatsächlich noch bis Bärenbach brauchen und was uns dann unsere Fitness-Tracker sagen, wie weit wir gegangen sind.
Ja, wir haben uns heute beim Weggehen noch darüber unterhalten, ob wir die Wanderstöcke mitnehmen sollen. Und haben uns dagegen entschieden. Jetzt stellt sich heraus, es war eine Fehlentscheidung. Wir hätten sie durchaus heute schon mehrmals gebraucht. Vor allem wenn es jetzt so steil ist und wirklich eisig ist. Na, da hält sich der Spaß, ehrlich gesagt, in sehr engen Grenzen. Da geht's bergauf. Das haben wir nicht erwartet. So, Konrad, also, was sagst du bisher zu dem Weg? Ja, Wahnsinn. Zuerst viel Asphalt, aber wenig Autos. Dann Schotter- und Schneeweg. Dann komischerweise auch Privatstraßen, obwohl ja, sind wir ein bisschen vom Weg wahrscheinlich abgekommen. Dann sind wir den Weg gegangen und waren trotzdem auf einer Privatstraße. Und jetzt haben wir gedacht, es geht bergab, nur mehr bergab und dann geht es bergauf. Aber wunderschöne Landschaft. Ja. Ja, und für viele Überraschungen gut. Ja. Genau. Na gut. Ist das sicher, dass das der offizielle Weg ist? Ja, Konrad ist jetzt leider ziemlich heftig gestürzt und seitlich auf den Kopf gefallen und auf die Schulter. Aber oberflächlich betrachtet ist nicht mehr passiert oder nichts Grobes passiert. Also setzen wir den Weg fort. Na, ich hoffe, wir kommen gut an. So, ich glaube, diese Schneewanderung haben wir jetzt für heute hinter uns. Da haben wir eine tolle Gegend. Aber schauen wir mal, ich habe mich heute schon mehrmals geirrt. Ich werde jetzt ein bisschen rübergehen, weil sonst stolper ich um und falle in den Stacheldraht da rein und das brauche ich auch nicht. Das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten für heute. So, wir haben jetzt gerade auf unseren Trecker und geschaut, weil Konrads Handy WO gegeben hat, weil der durchs Trekking sehr viel Saft verloren hat, also Batterie verloren hat, und haben jetzt geschaut, wie weit sind wir schon gegangen, wie weit müssen wir noch, und haben leicht entsetzt festgestellt, wir haben noch mindestens genauso viel vor uns wie hinter uns. Zum Vorteil muss man sagen, es geht jetzt hoffentlich nur mehr bergab und es geht nicht mehr durch irgendwelche rutschigen Schneefelder. Sollte man besser vorankommen. Trotzdem, es wird 14:30 Uhr langsam, die Sonne wird jetzt irgendwann mal sich auch verabschieden. Also wird noch eine Challenge werden. Ja. Okay. Aber wir gehen es an. Federn beim Bergabgehen. Muss man. So, die Sonne geht langsam unter. Wir sind immer noch am Weg. Wenn alles stimmt, sind es noch 3,5 Kilometer bis zur St. Barbara Kirche in
Bernbach, 100-Wasserkirche. Wir hoffen sehr, dass die geöffnet ist, weil wir die gern besichtigen würden. Es wäre ein schöner Höhepunkt und Abschluss des Tages und dieser Etappe. Also heute sind wir schon sehr müde Krieger. Das ist so. War anstrengend, diese Tour. So, und jetzt konnten wir uns noch in der Pfarrkanzlei den Pilgerstempel holen.